Wenn sich jemand Zeit nimmt für mich, um mit mir zu reden, dann nimmt er mich ernst und dann wertschätzt er mich. Und das ist schon mehr, als wir sonst so kriegen. Soul Buddies sind Seelenkumpel. Das soll jemand sein, der Seele versteht und der Seele begleitet und zwar kompetent, aber auch freundschaftlich an der Seite von einem Kind, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist. Und das Schöne ist, auch die jüngsten Kinder verstehen sofort, was wir meinen, wenn wir das übersetzen. Möchtest du einen Seelenkumpel haben? Ja, das brauche ich. Junge Menschen brauchen sogar noch ein bisschen schneller als die erwachsenen Menschen Unterstützung, weil bei denen sowieso in der Entwicklung ganz viel passiert. Die sind sehr viel verletzlicher, was die seelische oder psychische Entwicklung angeht, als ein Erwachsener, der ja schon sehr viel mehr Widerstandskraft sich auch angeeignet hat. Wenn Kinder einen Therapieplatz suchen, ist das Problem, dass es aktuell vor allem hier im ländlichen Raum keine Therapieplätze gibt. Die Wartezeiten sind bis zu 2 Jahren und der Zugang auch zu Hilfen ist schwierig. Das hat mich persönlich zunehmend auch belastet, sodass ich erstmal mit guten Freunden, aber auch mit vielen guten Kollegen gemeinsam überlegt habe, was können wir machen, um da besser für Kinder und Jugendliche, aber auch besser für uns zu sorgen. Und dann kam irgendwann die Idee, wir können es als Verein probieren. Dann haben wir ganz schnell gemerkt, ja, der Bedarf ist da und ja, die Kinder und Jugendlichen kommen und haben gemerkt, wir sind zu wenig Leute hier. Daraus ist so das entstanden, wie wir heute arbeiten, dass wir 60 Leute haben, die hier im Kinder- und Jugendteam ehrenamtlich tätig sind und 50 davon sind Studenten. Das sind überwiegend Studenten der Psychologie oder Pädagogik. Viele von denen schon im Masterstudium, das heißt, die haben den Bachelorabschluss schon. Die werden supervidiert und angeleitet von uns alten Hasen. Und dadurch wird es einfach auch möglich, dass wir ganz viele Kinder und Jugendliche versorgen. Wenn sich ein Kind oder Jugendlicher bei uns melden möchte, dann geht es einfach vorbeikommen. Die offenen Sprechstunden stehen auf der Homepage. Anrufen, eine WhatsApp schreiben, E-Mail schreiben, Freundin Bescheid sagen, die soll vorbeikommen oder jemand mitbringen. Wir haben so den groben Ablauf, dass erstmal eine offene Sprechstunde stattfindet und Kinder und Jugendliche eben dahin kommen können. Erstmal, wir gucken, was sind deren Nöte eigentlich und dann gucken, wer bei uns freie Kapazitäten hat und dann entstehen eben verschiedene Soul Buddy Pärchen. Was wir teilweise halt auch erleben, dass es eben auch zu Hause Probleme gibt und dann können sich vielleicht gerade jüngere Kinder eben nicht an die Eltern wenden oder wissen dann nicht so, zu wem sie gehen können und da sind wir dann eben auch Ansprechpartner. You call me back to bed. I find myself again staring at. Die Probleme, womit die Kinder hier ankommen, sind ganz verschieden. Also teilweise ist das einfach Schulstress oder Mobbing oder so, aber das geht auch bis hin zu Selbstverletzungen oder Suizidgedanken. Ich wollte vor allem nicht mit Leuten reden, mit denen ich privat viel mache. Deshalb dachte ich, dass es vielleicht doch ganz gut tut, mal mit einer Person zu reden, wo es wirklich nur darum geht. Vor allem, wenn du dann eine Person hast, die dich gut nachvollziehen oder die dich verstehen kann. Dadurch hilft es dann halt extrem. Wenn man es schafft, Kinder, die verschiedenste Probleme haben, besser zu stabilisieren und denen irgendwie mehr an die Hand geben zu können, dann sehe ich das als eine sehr nachhaltige Tätigkeit, die, glaube ich,
ja auch viel im Erwachsenenbereich dann vorsorgen kann. Hier ist es ja so, dass man quasi direkt mit den Kindern zusammen Sachen erarbeiten kann, dass man super viel Erfahrung im Bereich mit den Gesprächen sammeln kann. Also wenn man gerade im klinischen Bereich interessiert ist oder also auch im Kinder- und Jugendbereich da vielleicht die Therapeutinnen-Ausbildung anstrebt, dann sind das ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, wo man echt viel von mitnehmen kann. Und ja, ich habe super viel gelernt auf jeden Fall. Also das Besondere ist wirklich bei Kindern, dass viel über Spiel läuft. Je kleiner sie sind, umso mehr natürlich auch. Die bringen ihre Themen dann spielerisch rein. Zum Beispiel ist es für einen Dreijährigen möglich, uns mit Puppen im Playmobil-Haus zu zeigen, wie er sich zu Hause fühlt. Für die Älteren, eigentlich auch für alle, sind Bastel und Malen und kreative Techniken ganz, ganz wichtige Ausdrucksmöglichkeiten, weil es letztendlich für die Kinder und Jugendlichen dann leichter ist, sich zu zeigen und damit auch ihr Problem zu verstehen. Tiere in Therapien einzusetzen, ist ja immer sinnvoll. Tiere vermitteln Kindern Ruhe und stellen sich auf die Kinder und Jugendlichen ein. Tiere haben einfach die Wirkung, dass man eigentlich mehr zu sich selber findet. Das ist ein gewisser Rhythmus, der beruhigt. Und da die Pferde dann auch Ruhe vermitteln, werden die auch ruhiger. Dann ist das Ziel der Reise, die Wartezeit zu überbrücken auf diesen Therapieplatz, bis zum Beispiel das Erstgespräch bei dem Therapeuten war und das Kind dann meldet, ja, das kann ich mir vorstellen, mit dem arbeite ich jetzt weiter an den grundlegenden Sachen. Die Hälfte der Kinder, mit denen wir länger arbeiten, die vermitteln wir entsprechend. Die andere Hälfte, damit haben wir nicht gerechnet, aber das ist unsere wahre große Freude an dem Ganzen, die stabilisieren sich. Also denen hilft dieses Angebot so, dass die aus der Krise in dem richtigen Moment rausgeholt werden. Dann verabschiedet sich der Soul Buddy aus dem Leben des Kindes.